Das, was ich in der Hand halte, kennt ihr ganz bestimmt. Das sind Stoppel aus der diesjährigen Getreideernte. Und was die mit einem Schornstein zu tun haben, das klären wir heute in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil über die Herausforderungen der Bodenbearbeitung. Im ersten Teil haben wir uns die leichten Böden angeschaut und sind dafür in die südliche Lüneburger Heide gefahren, um dort gemeinsam mit dem Betriebsleiter Thilo Bremer zu schauen, wie er auf seinen Böden bestmöglich wirtschaftet. Wer das Video noch nicht kennt, das haben wir mal hier oben rechts für euch verlinkt. Im heutigen Video geht es dabei um mittelschwere Böden, wie sie hier bearbeitet werden und was dabei die größte Herausforderung ist. Hierfür sind wir im Rheinland unterwegs und haben uns dafür einen Betrieb ausgesucht, der für diese Flächenstruktur eigentlich eher untypisch ist, doch dazu später mehr, wenn wir den Betriebsleiter treffen werden. Doch was sind eigentlich mittelschwere Böden? Ja, so genau kann man das gar nicht definieren, aber man kann im Grunde genommen sagen, dass so alles ab leicht sand-lehmhaltigen Boden beginnt und dann darauf ein breites Spektrum an verschiedensten Böden folgt, die allesamt besondere Herausforderungen stellen an die Bewirtschaftung, an die Pflege und insbesondere an das Wassermanagement. Für dieses Video haben wir uns die Region ausgesucht zwischen der Köln-Aachener Bucht und dem Niederrhein, weil wir genau hier dieses breite Spektrum an verschiedensten Böden vorfinden. Wir haben hier so um die 50 bis 90 Bodenpunkte und in der Flächenstruktur haben wir knapp 11 Hektar im Durchschnitt pro Ackerschlag. Der Niederschlag in dieser Region liegt bei ca. 600 mm pro Jahr, doch die letzten Jahre haben gezeigt, dass die eher unregelmäßig kommen und das bringt uns auch zu einer der größten Herausforderungen, die Trockenheit. Die letzten Monate haben gezeigt, dass der fehlende Niederschlag zum echten Problem wird. Denn nimmt man mal die oberste Bodenschicht, zeigt sich, dass es einfach viel zu trocken ist und zu wenig Wasser gespeichert wurde, um für die Pflanzen verfügbar zu sein. Wie war eigentlich euer Sommer? Habt ihr genug Niederschläge gehabt oder war es auch zu trocken? Und was mich am meisten interessiert ist, wie bearbeitet ihr eure Böden, um Wasser zu sparen? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Wir benötigen also bei der Bodenbearbeitung ein kluges Wassermanagement, um das Wasser möglichst lange im Boden zu halten. Über diese und weitere Herausforderungen hat sich die Firma Lemken Gedanken gemacht und den Corallin entwickelt. Der hängt hinten bei mir dran und ich schlage vor, dass wir uns den jetzt mal genauer anschauen. Hier steht er nun, der Corallin 9 mit 6 Metern Arbeitsbreite und wir sehen hier vertikal arbeitende Scheiben, die Verstopfung vorbeugen. Dahinter gefolgt kommen die Zinken, die ultraflach abschneiden sind über die komplette Breite. Und das bringt mich auch gleich zu der Frage, die ich anfangs gestellt habe, was denn Getreidestoppel eigentlich mit einem Schornstein zu tun haben. Denn lässt man nach der Getreideernte die Stoppel einfach so stehen, sind sie wie kleine Schornsteine und lassen das Wasser weiter verdunsten. Deswegen ist es wichtig, nach der Ernte direkt einen Stoppelstück zu machen und flach abzuschneiden, um die Kapillarität zu unterbrechen. Und dafür ist der Corallin perfekt geeignet. Der Corallin ist schon einige Monate auf dem Betrieb unterwegs und hat auch schon einige Hektar geleistet. Und mich interessieren jetzt die Beweggründe, warum man sich für die Maschine entschieden hat. Deswegen fahren wir jetzt zum Betriebsleiter Joachim Pfannenstiel-Wolf. Ich bin jetzt auf dem Betrieb angekommen und habe jetzt hier neben mir den Betriebsleiter stehen. Ich grüße dich. Erst einmal vielen Dank für die Einladung, dass wir uns hier auch umschauen dürfen und herzlichen Glückwunsch zum neuen Corallin. Ja, vielen Dank. Ich schlage vor, du erzählst noch mal etwas über dich, stellst dich kurz vor und auch vor allen Dingen deinen Betrieb. Ja, mein Name ist Joachim Pfannenstiel-Wolf. Ich bin Betriebsleiter der Laien-Nesselrode GbR. Wir bewirtschaften einen Ackerbaubetrieb auf 7 Standorten, der sich übers Rheinland und den Niederrhein erstreckt. Wir bauen die klassischen Kulturen wie Getreide, Rüben und Raps an, aber sind auch im Feldgemüsebau engagiert. Ja, vielen Dank dafür. Jetzt komme ich gleich zur zweiten Frage. Wo siehst du denn für dich und deinen Betrieb so in Zukunft die größte Herausforderung? Ich glaube, dass in Ackerbaubetrieben ein Umdenken beim Pflanzenschutz stattfinden wird. Ich glaube, dass wir Pflanzenschutzmittel ersetzen müssen durch mechanische Bodenbearbeitung, wie man es früher auch schon mal gemacht hat. Und da ist inzwischen die Technik gefragt und da suchen wir nach Innovationen, um diese Lücke füllen zu können. Jetzt hast du mit deinen verschiedenen Standorten ja viele verschiedene Böden zu bearbeiten und seit einigen Monaten ist der Corallin ja auch auf dem Betrieb unterwegs. Wie waren da so deine bisherigen Erfahrungen? Also wir sind zu dem Corallin gekommen, weil wir in Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten kein Glyphosat mehr einsetzen dürfen und wir brauchten eine Maschine für die ganz flache Bodenbearbeitung, damit wir auch auf unseren schwereren Böden nicht zu nasse Erde hochholen, die wir dann nachher nicht mehr klein kriegen. Und dafür ist der Corallin, weil er sehr flach arbeitet, wunderbar geeignet.
Das ist ein spannender Ansatz, den du hier gerade gebracht hast. Denn ich habe anfangs darüber gesprochen, dass wir sehr wassersparend damit arbeiten können mit dem Corallin. Jetzt bringst du den Glyphosatersatz mit rein. Das heißt, du schlägst ja eigentlich 2 Fliegen mit einer Klappe. Und so eine Spezialmaschine wird auf deinem Betrieb dann sehr, sehr gut ausgelastet sein. Ja, das ist richtig. Die Maschine wird bei uns 2 alte Maschinen ersetzen. Das ist einmal die Scheibenegge im Frühjahr und im Herbst den Flachgrubber. Insofern bekommen wir natürlich für so eine Maschine auch eine ausreichende Auslastung. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem durchdachten Plan. Vielen Dank dafür, dass wir heute einen Einblick bekommen durften, wie du den Betrieb führst und was du hier machst. Und alles Gute für die Zukunft. Viel Spaß beim Hektar machen mit dem Corallin. Ja, danke schön. Schön, dass ihr da wart. So, wir haben heute gesehen, wie vielseitig ein Corallin sein kann. Er ist also nicht nur wassersparend, sondern er dient auch zugleich als Glyphosatersatz. Innerhalb des Videos habe ich die Frage schon mal gestellt. Jetzt aber nochmal der Appell, schreibt das gerne in die Kommentare, wie ihr eure Böden bearbeitet und auch für die Zukunft gewappnet seid. Und ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, macht den Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal.